Hi Leute, willkommen zu Drang About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Ja, heute werden wir mal ein Thema machen, und zwar hat mich da jemand auf die Idee gebracht, nachdem ich gesagt habe, meine Sandalen, also meine Haussandalen, die sind mir kaputt gegangen. Wir bauen uns einfach mal so eine Wurflatsche. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen dazu, aber wir fangen jetzt erstmal mit der Latsche an. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Wir bauen uns jetzt einfach mal hier so eine ganz einfache, hier so Sandale, Latsche, so was japanisch, so ein bisschen, so angehaucht vielleicht. Mal gucken, auf jeden Fall so ein bisschen in der Richtung. Mal schauen. Dann hoffe ich mal, das Ganze interessiert euch. Vielleicht baue ich noch wieder ein bisschen was zu lachen ein. Wann, weiß ich noch nicht, ob da was reinkommt, aber wir gucken mal. Vielleicht am Ende oder so. Ich habe da ein paar Ideen, ob ich es umgesetzt kriege, ist eine andere Sache. Ja, wie gesagt, dann hoffe ich mal, das Ganze inspiriert euch vielleicht für selber irgend sowas mal zu bauen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man dann so eine Latsche vom Kopf schmeißt. Na, mal gucken. Auf jeden Fall fand ich die Idee total geil. Da machen wir jetzt einfach mal ein Video zu und dann mal gucken. Vielleicht wird es auch eine Serie. Ich habe da noch so ein paar andere Ideen, was man da noch machen kann. Ne? Ich hoffe, das gefällt euch. Wird wahrscheinlich dann wirklich immer wieder ein bisschen was mit der Greenscreen vielleicht einbauen. Mal schauen, ob wir da... Also Ideen habe ich schon, ich weiß noch nicht, ob ich dann umgesetzt kriege und was Passendes noch dazu finde. Aber ich glaube, das könnte lustig werden. So, dann bleibt dran. Es geht gleich los. Wir sehen uns. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir hier aus Pappe... Ich hatte so eine alte Latsche, ist ein bisschen größer jetzt geworden, ein paar Zentimeter. Habe mir so aus Pappe da einfach eine Schablone gemacht. Mal gucken, ich hatte hier noch ein bisschen Materialreste übrig und ich dachte, na komm, kannst ja dann mal noch irgendwas draus machen. Gut, hier hätte ich noch was anderes draus machen können, aber da ich sowieso vorhatte, mal die Latsche zu machen, weil ich die Idee halt so total geil fand. Nehmen wir das jetzt einfach mal hierfür. Normalerweise nehme ich so Reste mal für ein Messer zu machen oder Heilerbesteck. So, aber heute nehmen wir mal hierfür. So, ich glaube, wir nehmen die zwei Stellen. Das war nicht das Optimalste, aber ist ja. Das wird so quasi der Grundbau. Ja, müssen wir noch Löcher rein. Ich hätte auch nur eine Latsche machen können, aber wir machen jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber 2. Ja, das Klingen, irgendwie höre ich nur noch stumpfe Klingen. Momentan. Ich weiß es nicht, Leute. Ich sollte wirklich mir mal Videos angucken zum Schleifen. Aber ich das mit den Klingen dauernd so ein bisschen besser hinkriege. Obwohl, naja, jetzt ist sie wieder scharf. So halbwegs kriege ich ja hin. Aber könnte schärfer sein. So. Vielleicht finde ich ja irgendwann noch mal einen Sponsor für Cutterklingen oder so. Naja, mal schauen. Schlecht wäre es nicht. So. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, Leute. Das war ein Locheisen mit unterzunehmen. Aber das ist jetzt auch nicht so unbedingt so schlimm. Wir machen jetzt einfach Trick 17, da wir ja kein Locheisen haben, nehmen wir einfach den Lötkolben. Das müssen wir auch schon mal anwerfen, das Ding. So, dann hier rein. Heißklebepistole habe ich auch schon am Start. Wir machen das diesmal wieder simpel. Also ich hoffe, dass ich simpel hinkriege. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Und zwar, die werden ja nicht so groß, also zu dick. Jetzt machen wir uns hier irgendwie noch 2, brauchen wir ein weißes Edding. Machen wir uns noch 2 so Unterlagen quasi. Also das wird dann quasi, ich sag jetzt mal die Sohle.
Also die untere Sohle, obere, keine Ahnung. Bin kein Schuhmachermeister oder sowas oder Schuhmacher. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass das vielleicht aufgebaut sein könnte. Also wenn es nicht so korrekt ist, seht es mir nach. Ich hoffe, von so hat ehrlich gesagt, so, ja, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das alles richtig so ist, obwohl das ja eigentlich scheißegal ist. Ich muss ja das Ding nur umdrehen. So. Wird bestimmt ein lustiges Video. Ich freue mich schon richtig drauf. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass das mit dem Blödsinn funktioniert, weil ich mir da so überlegt habe. Mal gucken. Ups, das war jetzt irgendwie ein bisschen neben. Ja, der Edding-Head wieder nicht so richtig. Ich hoffe mal, dass ich gleich keinen Knick im Schuh irgendwie habe. Das ein bisschen komisch aussieht. Ich glaube, ich etwas sehr weit neben der Linie geschnitten. Mal gucken. Naja, ansonsten muss ich es halt ein bisschen anpassen. Schauen wir mal, das wird schon irgendwie klappen. Da bin ich mir relativ sicher. So. Jetzt weiß ich auch noch nicht, ob ich das mit Patexkleber oder mit Heißkleber. Weil ich habe da eigentlich noch was vor. Gucken, ob das noch funktioniert. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das Ganze so ein bisschen simpel aufbaue oder eher ein bisschen aufwendiger. So, jetzt mal gucken. Da haben wir dann hier für drunter. Und da haben wir dann auch für drunter. Da muss ich nachher wieder gucken hier. Seht ihr nämlich, ich habe das nämlich jetzt einmal auf der einen Seite, auf der anderen. Ich habe die aber nicht gespiegelt gehabt. Haha, wusste ich doch, dass ich wieder Mist gebaut habe. So. Wir machen jetzt einfach mal hier so 1 und dann da 2. Dann weiß ich, welche Seiten die richtigen sind, bevor ich mich da wieder vertue. Kann nämlich immer mal wieder passieren. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Wie machen wir dann am besten? Wir machen ja das Loch hier rein. Dann werde ich an den Seiten quasi hier was festmachen. Also hier die Bänder. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Ich hatte nämlich mit dem Loch überlegt, dass ich dann da was durchmache und das dann quasi hier drunter verklebe und das dann quasi als Schutz drüber kommt. Dafür werde ich wahrscheinlich hier die Dreiermatte nehmen. Jetzt bin ich aber immer noch am Überlegen, ob das irgendwie so funktioniert. Da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher. Wir müssten quasi einmal hier so die Mitte und dann einmal was hier so abgehend. Wie gesagt, ich will so ein bisschen angelehnt so an so mehr Badelatschen. Die japanischen, die haben ja teilweise auch das so in der Art wenigstens. Da muss ich uns gucken. Wenn ich einen schmalen Streifen, 2 Stück, dann hier durchmache, muss das ja eigentlich funktionieren. Ich könnte natürlich auch ein bisschen flechten, das ging natürlich auch. Problem ist nur, wenn ich dann zweimal flechte, wird es dann hier zu dick. Da kriegst du dann quasi den dicken Zähne mit. Oder ich mache einfach nur so quasi wie Lederbänder. Ja, wir machen es einfach immer. Mal schauen, ich schneide jetzt hier so ungefähr. Also ein paar, ich sag jetzt mal so Lederriemchen. Machen wir mal so 4 Stück. 2, 2. Und dann gucken wir mal, ob das irgendwie funktionieren könnte. Von der Länge denke ich mal, wird das reichen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, so die Überlegung ist dann quasi, gucken wir mal, was der Lötkolben sagt, ob wir da schon die Löcher durchkriegen. Oh ja, geht schon. Verkürzt meine Lebenszeit wieder ein bisschen, aber hey, ja. So. Einmal hier.
So, haben wir einmal hier das Loch. Wie ihr seht, das geht eigentlich auch recht gut. Auch ohne Locheisen. Man muss halt so ein bisschen Bewegungen machen. Am besten macht er das natürlich nicht unbedingt im Keller, sondern irgendwo in der frischen Luft. Weil die Dämpfe wahrscheinlich auch nicht so besonders gesund sind. Aber was soll man machen? Ich war mal wieder ein bisschen schusselig und auch wieder zu faul, jetzt um hochzulaufen, um das Locheisen dafür zu holen. Also jetzt extra nur für die 2 Löcher. So, das Ding kann man wieder ausstecken. So, dann haben wir quasi die Löcher. Könnten wir eigentlich hingehen. Mal schauen, ob das so funktioniert. Wie gesagt, ich habe mir zwar so ein bisschen im Kopf gemacht, aber ob das alles so danach funktioniert, das ist eine andere Sache. So. Dann haben wir quasi die 2 hier so durch. Ach, wir probieren das einfach mal, Leute. So. Klemmen wir mal hier. Und da noch. So, dann haben wir das hier so. Und dann könnte man die Dinger dann quasi nachher hier so, wie so ein paar Flipflops oder seht, hier so dran montieren. Dass das wenigstens optisch so ein bisschen so aussieht. Hier könnte man vielleicht noch was drum machen, dass das so ein bisschen aussieht als wenn. Oder wir kleben das Ganze noch hier ein bisschen zusammen, was vielleicht auch ja nicht so schlecht ist. Nicht so viel, aber ein Stück. Denkt dran, wenn ihr mit Heißkleber macht, aufpassen, dass ihr euch eure Finger nicht verkokelt. Ja, ich denke mal, das machen wir so. Ist relativ simpel, dann können wir das nämlich auch leicht umsetzen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Sachen als Idee. Aber das machen wir dann in den nächsten Videos dazu. Ich denke mal, da mache ich eine ganze Reihe zu. So ein paar Ideen habe ich noch. Schnabelschuh hatte ich nämlich noch überlegt zu machen. Und dann eventuell noch hier so einen holländischen Holzschuh. Was ja als Wurfding bestimmt auch total geil ist, wenn man so einen Holzklotz an den Kopf quasi kriegt. Und mal gucken. Sache, so Schnabelschuh ist noch. Dann vielleicht noch so eine richtige japanische Holzdings da mit den komischen Balken drunter. Das ist bestimmt auch nicht schlecht. Da kann man ja einiges machen. Das ist mal wieder eine kreative Wurfwaffe. Und ich meine, ich hätte sowas noch nie gesehen. Deshalb fand ich die Idee von dem Abonnenten, der mir den Play-Button geschickt hat, das, wie gesagt, das ist da irgendwie dann in unserem gemeinsamen Gespräch hat sich das irgendwie dann zu den Latschen entwickelt. Kann man natürlich auch hier so als Mönchlatsch oder irgend sowas betiteln. Wie gesagt, liegt dann noch nicht. Ich mache das jetzt mal wieder zur Einfachheit halber mal wieder mit Heißkleber. Können wir natürlich auch mit Battix machen, aber das liegt dann noch nicht. So. Oh, und schon habe ich kaputt. Super, tolles Ding, bin begeistert. Also, ist das noch nicht so ganz ausgereift, Leute. Wie ihr seht, ist das jetzt nicht das, was ich hier eigentlich gehabt hätte. Also wenn wir wirklich hingehen müssen und das Ganze stabilisieren mit Fliegengitter. Jetzt habe ich noch mal eine zweite Version. Da mache ich jetzt auch noch oder mache einen Short zu. Das ist jetzt quasi das, was ich im Short mache.
Und bin dann hier drüber gegangen und habe hier nochmal Fliegengitter aufgeklebt. Und zwar das Ganze dann auch noch ein bisschen was anderes. Wie gesagt, das hier war ja jetzt hier so der erste Prototypen. Die werde ich auch noch ein bisschen hier Fliegengitter drauf und dann hier unten festkleben. Denke ich mal, das mache ich jetzt dann auch. Aber wie gesagt, das ist noch nicht so das Optimale hier, das ist besser. Ich zeige euch das jetzt mal. Wie gesagt, ihr habt ja die ersten Dinger gesehen, wie ich sie gemacht habe. Da habe ich mir jetzt überlegt, habe mir dann noch mal welche neu gemacht. Dann wieder das Übliche, was ich vorher auch hatte, die 2 Lagen. Gehe aber diesmal hin. Muss gucken, hier sieht wieder aus wie so. Und werde mir dann da 2 Teile draus zusammenschneiden. So. Und zwar bin ich jetzt hingegangen bei der neueren Version. Wie gesagt, das war ja jetzt erstes ja generell immer so ein Prototyp. Habe dann jetzt so quasi beim Bauen festgestellt, dass das noch nicht so wirklich gut ausgereift ist. Ich klebe jetzt hier großzügig, mal wieder mit Heißkleber. Klebe dann großzügig hier Fliegengitter erstmal drüber. Später werde ich dann mal gucken, dass ich dann vielleicht noch eine Schablone mache für die Lederriemen, dass ich dann immer dieselbe Länge habe. Jetzt mache ich das erstmal wieder nur so mit Augenmaß. Also ich muss sagen, die sehen schon deutlich besser aus wie die erste Version. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier oben tun wir auch noch ein bisschen die Kanten brechen. Wie gesagt, das ist, wenn er mit Latex arbeitet, immer am besten so ein bisschen. Sieht zwar eigentlich mit scharfen Kanten, sieht das eigentlich besser aus, aber das Problem ist, an den scharfen Kanten kann nämlich schnell das Latex dann einreißen. Und dann sieht das natürlich schon nicht mehr so toll aus. So, kann man so lassen. Muss man nur noch jetzt gleich glätten. Ansonsten sieht das so schon ja nicht mal schlecht aus. Hat was von einer Sandale oder Flipflop. Also ja, je nachdem wie man lackiert, könnte man vielleicht auch noch so hier für so Zombie-Cons oder sowas. Da können sie den Leuten dann so den Zombies hier die Badelatschen um die Ohren hauen. Das ist auch, also ich sag ja, kann man alles möglich machen. Bin mal gespannt. Ich habe ja noch ein paar Sachen. Das sind jetzt erstmal die Latschen. Danach kommen, mal gucken, entweder die japanischen Schuhe oder die Schnabelschuhe. Da muss man jetzt gucken. Oder so normale. Mal gucken. Kann man ja alles möglich machen. Finde ich total geil, was man da machen kann. Ja Leute, dann werden wir das Ganze jetzt noch ein bisschen glätten. So sehen die Dinger jetzt aus. Ja, sieht doch schon mal ganz passabel aus. Dann würde ich sagen, Teil Nummer 1. Wir bauen erstmal die Rohlinge für die Badelatschen oder generell Latschen, Sandalen. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ne? Kann man für Endzeit und vielleicht je nachdem auch für Fantasy natürlich auch nehmen, je nachdem wie die dann lackiert werden. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Kernstopp rumnähen. Das sieht wahrscheinlich dann ein bisschen komisch aus. So. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das könnte interessant werden, das ganze Thema. Jetzt bin ich noch am Überlegen, für das nächste Video das werden jetzt ein paar Teile, habe ich jetzt überlegt. Dann im nächsten werde ich dann, denke ich mal, entweder so eine japanische Holzsandale machen oder, wie gesagt, so ein Schnabelschuh. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich finde die Idee total geil. Habe ich so, wie gesagt, auch noch nirgendwo gesehen. Mal gucken. Wenn dann die Farbe drauf ist, mal schauen, wie sie aussehen. Ne? Ein paar Verbesserungen kann man bestimmt immer noch dran machen. Wie gesagt, vielleicht noch so innen auch noch Fliegengitter oder halt mit Leder dann direkt schon machen. Und dann eine Dreiermatte draufkleben. Also da kann man noch einiges wahrscheinlich machen, aber so, ich denke mal so für Normalgebrauch, wenn man nicht gerade irgendwo dran hängen bleibt und reißt wie so ein Bekloppter, müsste das eigentlich auch schon ganz gut halten. Bin mal gespannt, wie die Dinger dann aussehen, wenn die Farbe drauf ist, aber wie gesagt, das mache ich dann nachher,
Wenn ich die ganzen Rohlinge fertig habe, mache ich glaube ich ein Teil, wo ich dann alle zusammen pinse. Ja, dann wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Ich habe hier noch ein paar Projekte, wo ich schon angefangen habe. Da mache ich jetzt auch dran weiter. Wie gesagt, da hatte ich jetzt einfach mal Bock drauf. Das habe ich jetzt mal wieder dazwischen geschoben. Keine Sorge, die anderen Teile kommen dann auch noch, der zweite, dritte oder wie vielte Teil dann. Ne? So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.